Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch zusammen Zimtschnecken backen. Und zwar nicht irgendwelche, sondern gesunde Zimtschnecken. Ihr habt euch das Rezept auf Instagram gewünscht und nun ist es endlich soweit. Ganz viel Spaß beim Nachbacken. Zunächst benötigt ihr ein paar Zutaten, und zwar ein Päckchen Trockenhefe. Dann braucht ihr noch 75 Gramm gemahlene Mandeln oder Mandelmehl, 75 Gramm Gluten, was durch Mehl ersetzt werden kann. Dann braucht ihr 50 Gramm Magerquark, ein Ei, eine Prise Salz, etwas Zimt, etwas Süßungsmittel eurer Wahl und als letztes braucht ihr 50 Gramm Proteinpulver, was ihr auch durch Mehl ersetzen könnt. Zunächst benötigen wir ein kleines bisschen lauwarmes Wasser, also 50 Milliliter reichen schon. Das gebt ihr dann in eine Schale und darin lösen wir dann die Hefe richtig gut auf. Wichtig ist, dass ihr das Ganze richtig schön verrührt und als nächstes lassen wir das eine halbe Stunde gehen. Wenn dann der Teig richtig schön aufgegangen ist, verrühren wir das mit den anderen Zutaten. Als erstes gebt ihr Gluten dazu. Ihr könnt auch Mehl verwenden, aber Gluten ist glutenfreies Mehl. Also für die Leute, die sich low carb ernähren, ist dieses sehr gut geeignet. Dann braucht ihr noch 75 Gramm gemahlene Mandeln oder Mandelmehl. Als nächstes benötigen wir ein Ei und noch eine Prise Salz. Dann braucht ihr so etwa 50 Gramm Magerquark. Dadurch werden die Zimtschnecken sehr schön locker später. Und dann braucht ihr noch 50 Gramm Proteinpulver. Ich verwende hier das von Cytec Nutrition in Vanille, aber ihr könnt natürlich auch Mehl verwenden. Und dann braucht ihr noch etwas Süßungsmittel. Ich benutze hier Zucker, das habe ich euch ja schon mal vorgestellt und davon bin ich überzeugt, aber ihr könnt natürlich auch was anderes verwenden. Dann bilden wir in der Mitte so eine Mulde und darin gießen wir die aufgelöste Hefe. Und das Ganze verrühre ich nun mit dem Mixer. Wie ihr seht, bildet sich da so ein richtig fester Teig. Genau so sollte das sein. Wenn ihr merkt, dass es etwas zu flüssig ist, gebt ihr einfach noch etwas Mandeln, Gluten oder Mehl dazu. Und wenn es etwas zu fest ist, einfach noch ein bisschen Magerquark dazu geben. Dann verteile ich etwas gemahlene Mandeln auf der Arbeitsfläche. Das verhindert später das Ankleben am Blech. Ihr könnt natürlich auch Mehl oder Gluten verwenden dafür. Und da knete ich jetzt nochmal den Teig richtig schön durch. Am Ende sollte das so ein schöner Klumpen sein und den legen wir jetzt nochmal in die Schale zurück. Am besten deckt ihr den ab mit einem Handtuch und stellt ihn für eine halbe Stunde an einen warmen Ort. In der Zwischenzeit können wir schon mal unsere Zimtmasse vorbereiten, die später auf die Zimtröllchen kommen. Und zwar benötigt ihr diese 3 Zutaten. Als erstes ca. 200 Gramm Magerquark, dann braucht ihr noch etwas Zimt. Ich rate euch eher mehr als weniger zu benutzen. Und zuletzt noch 1 bis 2 Esslöffel von eurem Süßungsmittel. Das Ganze verrühren wir jetzt richtig gut, dann kommt das in den Kühlschrank und kann schön durchziehen, während unser Teig aufgeht. Nach 30 Minuten können wir mal nach unserem Hefeteig schauen und wie ihr seht, ist der richtig schön aufgegangen. Ich gebe jetzt etwas gemahlene Mandeln auf die Arbeitsfläche. Ihr könnt, wie gesagt, auch Gluten oder Mehl verwenden hierbei. Und dann knete ich unseren Teig erst nochmal ordentlich, dass auch gar nichts mehr klebt. Und danach rolle ich ihn schön aus. Zum Ausrollen verwende ich ein Nudelholz. Ihr solltet den Teig etwa quadratisch ausrollen, muss aber wirklich nicht perfekt sein. Dann verteile ich unsere Quark-Zimt-Mischung darauf und das kann richtig schön dick sein.
Als nächstes nehmt ihr ein Messer und schneidet ca. 1 cm breite Streifen. Dann rollt ihr diese zusammen. Es hilft, wenn man mit einem stumpfen Messer noch so ein bisschen nachhilft. Und diese kommen dann auf ein mit Backpapier belegtes Blech. Und das Ganze wiederholt ihr mit den anderen Streifen. Als letztes geben wir dann noch ein klein bisschen Zimt auf die Zimtschnecken und diese kommen jetzt in den Ofen bei 160 Grad ca. 10 bis 15 Minuten. Wenn sie goldbraun sind, wie jetzt, dann sind sie perfekt und dann könnt ihr die rausnehmen. Diese lassen wir jetzt noch etwas abkühlen und dann zeige ich euch, wie ihr eine schöne Frischkäsecreme zubereitet. Ihr könnt alternativ auch eine Zuckerglasur verwenden. Ich verlinke euch unter dem Video nochmal den Link zu meinen gesunden Zimtsternen. Da habe ich am Ende das genau erklärt, wie man diese Zuckerglasur herstellt. Und heute möchte ich euch zeigen, wie man eine Frischkäseglasur macht. Dazu verwende ich wieder den Mr. Magic. Als erstes braucht ihr ein kleines bisschen Frischkäse. Und um das Ganze ein bisschen flüssiger zu machen, braucht ihr noch etwas mageren Joghurt. Davon würde ich aber nicht so viel verwenden wie von dem Frischkäse. Ich habe hier ein kleines bisschen zu viel benutzt. Dann braucht ihr noch ordentlich Zimt. Und als letztes einen Esslöffel von eurem Süßungsmittel. Und das Ganze gebe ich noch mal ganz kurz in den Mixer, bis eine richtig schön glatte Creme entsteht. Und die könnt ihr jetzt über eure abgekühlten Zimtschnecken drüber laufen lassen. Die sehen doch schon richtig lecker aus. Ich wünsche euch super viel Spaß beim Nachbacken und freue mich über ganz viele Fotos auf YouTube und Instagram.